Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem Dungeon Boss Boost Event und einer extrem wichtigen Änderung, auf die ich seit weit über 2 Jahren warte. Aber zuerst das Event, Dungeon Boss Boost Event. Bin mir nicht ganz sicher, warum sie hier das Piratenschiff, I guess, als Hintergrundbild genommen haben. Wahrscheinlich, weil sie so fasziniert davon sind. Man sieht ja auch die Player im Hintergrund, die da hinterher fliegen und das hitten wollen. Ja, das Event hat natürlich überhaupt nichts mit dem Piratenschiff zu tun. Das Event gibt einfach eine 20% erhöhte Drop-Chance bei Dungeon-Boss-Monstern. Und hier auch der wichtige Zusatz, glücklicherweise, weil früher hat man sich immer gewundert, ob das auch für alles gilt. Es gilt für alle Instanzen und Nicht-Instanz-Dungeons. Was das bedeutet, ist einfach alle alten und alle neuen Dungeons oder alle neuen und alten Dungeon-Bosse. Das heißt zum Beispiel Clockworks, Meteor, Red Meteor, die am häufigsten gefarmten alten Bosse. Für die gilt dieses Event. Und es gilt auch für die neuen, also für die Reborn Dungeons, aka Wilds, Envy, Stormpeak und der ganze andere Käse. Also einfach 20% erhöhte Chance bei allen Bossmonstern. Das heißt, wenn es sich jemals gelohnt hat, Dungeons zu farmen, dann dieses Wochenende. Das Event geht natürlich auch noch bis Sonntag 23:59 Uhr. Und genau, sollte man auf jeden Fall nutzen, wenn man da grundsätzlich sowieso am Dungeons Farm ist. Und jetzt zu der wesentlich wichtigeren Sache, nämlich den Patch Notes nach dem 2. Oktober 2024 mit der wichtigsten Änderung, seitdem ich persönlich von Flive Universe weiß, also seitdem ich das erste Mal gespielt habe, beziehungsweise von dem Spiel erfahren habe, hat mich eine Sache wirklich gestört. Und sie hat einfach keinen Sinn ergeben. Und ich habe das schon in der Beta, ich weiß gar nicht, hieß das damals Beta 1, Beta 2, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall das erste Mal, als ich gespielt habe, Monate, über ein halbes Jahr vor Release, ist mir was aufgefallen. Es gibt Food-Titel für jedes Food, außer Fruit Punch. Und jetzt, wahrscheinlich fast 3 Jahre später, added a new title, Punta Cana, which is unlocked once eating 200,000 Fruit Punch. Darauf habe ich fast 3 Jahre gewartet. Yeah, this feels good. Ehrlich gesagt fühlt es sich eigentlich überhaupt nicht gut an, weil es ist ein Witz, dass man auf sowas 3 Jahre warten muss. Ich habe es nämlich wirklich jedes Mal, ich habe es im letzten Q&A, beziehungsweise nicht Q&A, Feedback-Fragebogen, habe ich es gesagt. Im vorletzten Feedback-Fragebogen, im allerersten Feedback-Fragebogen. Ich habe es damals einem Moderator vor Release und einem Game Master vor Release geschrieben, dass es keinen Titel für das Food gibt. Und es wurde gesagt, dass es weitergegeben wurde. 2-mal. Ja, also ich habe das quasi mehrfach an verschiedenen Stellen reportet und es ist nie irgendwas passiert. Ich habe auch noch zusätzlich nochmal ein Ticket geschrieben. Also als ich gemerkt habe, okay, ich habe es einem Moderator so geschrieben und einem Game Master so geschrieben, per Discord, DM quasi, nicht offiziell sozusagen. Und sie haben halt gesagt, ja, sie haben es weitergegeben, was sie offensichtlich nicht getan haben. Genau. Habe ich damals quasi noch zusätzlich ein Ticket geschrieben, sozusagen, ach komm, ich schreibe noch ein Ticket, einfach nur, dass es nicht untergeht quasi. Ein paar Monate danach. Also ich habe das bestimmt insgesamt mindestens 5-mal offiziell eingereicht und insgesamt wahrscheinlich sogar 7 oder 8-mal, wenn man noch die inoffiziellen quasi Reports oder was auch immer da dazu zählt. Zudem haben angeblich auch ein paar Leute Suggestions dazu gemacht. Oder das Suggestions-System hat sich ja ein paar Mal geändert, aber zumindest wurde mir gesagt, dass da auch ein paar Leute das eingereicht haben, extra für mich. Und trotz alledem mussten wir fast 3 Jahre darauf warten. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat oder nicht, aber es wurde mir auch gezeigt oder gesagt, dass es quasi jemanden gab auf Discord, der circa ein paar Tage oder eine Woche vorher, vor dieser Änderung jetzt quasi, nochmal eine Suggestion gemacht hat, hey, da gibt es keinen Fruit Punch-Title. So, yo, no shit, Sherlock, bist ja früh drauf gekommen sozusagen. Fällt dir nach 3 Jahren dann auch mal auf. Kappa. Aber ich weiß nicht, ob es deswegen war. Auf jeden Fall wurde da dann direkt geantwortet, ja, das fixen wir sofort oder kommt im nächsten Patch und boom, plötzlich ist es gefixt. Also wenn das jetzt wirklich wie diese eine Suggestion war und nicht wegen meinen gefühlt 20, also gefühlt, wie gesagt, es waren nicht mal 10, aber gefühlt 3 Jahre einfach darauf gewartet. Also ja. Aber was am meisten wehtut für mich, ist einfach, dass es halt so eine Kleinigkeit ist und ich das halt mehrfach reportet habe und du kriegst ja immer das Feedback bei Modmail, bei einem Ticket oder so, kriegst du immer das Feedback, ja, dein Report ist eingegangen, so ungefähr. Dann kann das ja eigentlich auch nicht übersehen werden oder verloren gehen.
Und ich sag mal so, ich habe immer gesagt, es ist nichts Wichtiges, es ist nichts Game-Changendes. Aber was mich eben so getriggert hat, ist, also ich habe keine Ahnung vom Entwickeln, ne? Also von Videospielentwicklung. Aber einen Titel hinzufügen, würde ich mich jetzt sehr wundern, wenn das nicht einfach Copy-Paste ist. Du fügst ein anderes Bild ein, du fügst eine andere Belohnung ein, also den Titel, die Titelbelohnung quasi. Und das muss doch literally Copy-Paste sein. Das dauert wahrscheinlich keine 5 Minuten. Dann testest du es kurz, ob es richtig angezeigt wird und funktioniert. Und fertig ist der Käse. Also kann mir keiner erzählen, dass das etwas ist, wofür man das wirklich lange bräuchte. Und wenn das seit 3 Jahren bekannt wäre, dass man das nicht irgendwann vorher schon mal hätte machen können. Also actually crazy, dass das so lange gedauert hat. Aber besser später als nie. Jo, das waren auf jeden Fall die weltbewegenden News heute. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auch gerne im Livestream vorbei. Tägliche Flive-Streams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.